Good morning. Guten Morgen. Is there anyone? Is this a new face? Were you here yesterday? Ist das ein neues Gesicht? Warst du gestern da? Okay. All right. So let me do just a little review. We're gonna do. Lass mich einen kurzen Überblick dir geben. We'll continue what we were looking at yesterday, Wir fahren nämlich dort fort, wo wir gestern aufgehört haben. and we're looking at some of the schedule of a child's brain development, Und wir haben uns einen Plan angeschaut, wie sich das kindliche Gehirn entwickelt. and how we need to be focusing on more practical, hands-on things. Und dass unser Fokus mehr an der praktischen Entwicklung liegen sollte beim Kind, nicht so sehr das Akademische. The common academic skills are better learned after around age 8. Also dieses akademische Lernen, das ist dann besser erst so im Alter von 8 Jahren. And we saw that the areas of the brain that are responsible for academic learning Und wir haben gesehen, dass die Regionen im Gehirn, die für dieses akademische Lernen zuständig sind, are not maturing until around 8 in girls, about 10 in boys. nicht wirklich ausgereift ist bei Mädchen mit 8 Jahren und bei Buben erst mit 10 Jahren. Also da wird es erst richtig And then if we try to make them learn the academic skills before those brain regions are matured, Und wenn wir eben versuchen, sie akademisch zu unterrichten, bevor diese Regionen voll ausgereift sind, oder, the brain will compensate with other areas and it creates a disorganization. dann wird das Gehirn oder andere Teile des Gehirns das kompensieren und das führt zu einer Unordnung im Gehirn. And I know there were some questions about that, how we can maybe fix it later on. Und da wurde eben auch die Frage gestellt, wie das dann wieder ausgeglichen werden kann, diese Kompensation, also wie man das reparieren kann sozusagen. So I'm happy to answer some of those questions maybe after we finish this. Und ich werde gerne diese Antworten nach dieser Präsentation beantworten. We also looked at the damage to the eyes Wir haben auch gesehen, dass es Schaden für die Augen ist and how the eyes are not fully developed until around age 9. und dass die Augen auch nicht voll entwickelt sind bis zum Alter von 9 Jahren. So doing very much close-up work with reading can damage the eyes. Wenn unsere Kinder sehr viel Arbeit haben, also in der Nähe, kann das eben die Augen schädigen. So let's continue. We'll look at a few more points on this topic. Und wir wollen uns jetzt noch ein paar weitere Punkte anschauen in diesem Thema. Do we have any teachers here? Haben wir hier Lehrer? Okay. I'm sure we have some people who one time were students. Also ich bin mir sicher, dass wir hier Leute haben, die mal Schüler waren. What do you think the two most common phrases told to young students in the classroom? The two? The two phrases that are most common. Was glaubt ihr, sind die gewöhnlichsten 2 Sätze, die ein junger Schüler hört? Still sitzen. Ja. Sit still. Yeah. My subject is the most important one. Yeah. That too. Er hat jetzt gesagt, mein Fach ist das Wichtigste. Und er hat gesagt, still sitzen. Yeah. The most common are sit still and be quiet. Also, sitz still und sei leise. So there's a problem though when we try to tell children to sit still all the time. Und das ist aber ein Problem, wenn wir unseren Kindern beibringen, dass sie immer still sitzen müssen. Children need physical activity. Kinder brauchen körperliche Bewegung. It's necessary for development. Es ist notwendig, um sich gut zu entwickeln. Now we looked yesterday at the cerebellum. Wir haben uns gestern das Kleinhirn angeschaut. It's a very important area of the brain. Dass es eine sehr wichtige Region im Gehirn ist. And the cerebellum is developed through movement. Und das Kleinhirn wird durch Bewegung entwickelt. So that's one important reason why children need to exercise. Also das ist ein Grund, warum Bewegung ganz wichtig ist für Kinder. There's another interesting reason. Here, let me read a quote from Dr. Susan Johnson. Es gibt noch einen wichtigen Grund. Lasst mich dieses Zitat von Dr. Susan Johnson lesen. In order for a child to be able to sit still, Damit ein Kind ruhig sitzen kann, to pay attention, aufmerksam ist and remember the shapes of letters and numbers. und sich die Formen merken kann, also die Formen von Buchstaben und Nummern. Now that's school, isn't it? Das ist Schule, oder? Sitting still, paying attention, remembering letters, that's what school is. Also still sitzen, aufmerksam sein und sich an Buchstaben und Nummern zu erinnern, das ist Schule. So in order for that to happen, Also damit das funktioniert, a child first needs to have developed their proprioceptive system. muss das Kind zuerst sein propriozeptives System entwickelt haben. The proprioceptive system is a complicated way of describing the child's sense of the body in space. Also dieses System ist eigentlich ein komplexer Begriff, der sagt,
perception also die Wahrnehmung des Kindes im Raum. And the best way for them to develop this is with whole body activity. Und das Beste, wie sie das lernen, ist durch ganz körperliche Bewegung. In fact, they find that children have to be able to relate to their environment in a physical way for them to understand what they're learning. Also sie müssen durch ihre Umgebung lernen, um verstehen zu können eigentlich. So, basically, to put it very simply, a child needs to be able to exercise to be able to learn well. Also, um es ganz leicht zu sagen, ein Kind muss sich bewegen, damit es gut lernt. There's also something known as the brain-derived neurotrophic factor. Also dann gibt es auch etwas, einen vom Gehirn stammenden neurotrophen Faktor. And this is a chemical that is released by our muscles when we exercise. Und das ist eine Substanz, die freigesetzt wird, wenn wir uns bewegen. And it's very good for our brains. Und das ist sehr gut für unsere Gehirne. Even for adults, it's very helpful. Auch für Erwachsene ist es sehr hilfreich. But for children, it is critical. They cannot do without it. Aber für Kinder ist es unbedingt notwendig. Ohne den können sie nicht. Because this chemical is necessary for myelination to happen. Weil diese Chemikalie unbedingt notwendig ist für diese Myelinisierung, von der wir gestern gesprochen haben. And remember we talked yesterday, that's the process of brain development. Und das ist eigentlich der Prozess, wie sich das Gehirn entwickelt. So literally, a child needs to exercise for their brain to myelinate. Also buchstäblich muss sich das Kind bewegen, damit sein Gehirn myelinisiert. I love what we read in Christian education. Ich liebe, was wir hier lesen in dem Buch Christliche Erziehung. Small children should be left as free as lambs to run out of doors. Da heißt es, kleine Kinder sollten frei sein wie die Lämmer, um draußen zu laufen. We think about the lambs in the pasture. They're just happy, carefree. Wenn wir jetzt an die Lämmer denken auf der Weide, sind die nicht glücklich und sorgenfrei. They should be free and happy. Sie sollten frei und glücklich sein. And should be allowed the most favorable opportunities to lay the foundation for sound constitutions. Und sie sollten erlaubt sein, diese kostbaren Momente zu nutzen, um eine solide Grundlage zu bilden. Remember we talked yesterday that it's the physical development of a child that lays the foundation for their mental development. Physical development. Und wir haben gestern auch gesprochen, dass die körperliche Entwicklung die Grundlage legt für die mentale Entwicklung des Kindes. Now, it's sit still, Also still sitzen and then there's be quiet. und ruhig sein. Is there any problem with telling children to be quiet all the time? Gibt es auch ein Problem, wenn man dem Kind jedes Mal sagt, dass es leise sein Well, they do soll? need to learn to be quiet at times, yes. Natürlich sollen die Kinder auch lernen, dass sie manchmal ruhig sein But it's müssen. not good to do that for a large portion of the day, like school does. Aber es ist nicht so gut, das zu tun über einen großen Teil des Tages, wie zum Beispiel die Schule das macht. Have you ever noticed children playing together? Habt ihr schon mal Kinder wahrgenommen, die miteinander Little spielen? children, maybe 3 or 4 Kleine years Kinder, old. 3, 4 Jahre alt. What are they doing? Was machen die? As they're playing, they're talking, right? Während sie spielen, sprechen sie miteinander. You can even take a little child playing by themselves. Ihr könnt auch ein kleines Kind nehmen, das nur mit sich alleine beschäftigt ist. No one to talk to, Es hat jetzt niemanden gegenüber zum Sprechen, but they keep talking. aber sie sprechen. They're talking to themselves. Sie sprechen mit sich selbst. And there's a good reason for that. Und da gibt es einen guten Grund dafür. Children don't have something known as inner speech. Kinder haben nicht so etwas wie inneren Dialog. Inner speech is the ability that most of us develop to be able to think without having to say something out loud. Also dieser innere Dialog ist die Fähigkeit eigentlich, die Erwachsene haben, etwas to speak to oneself without noise, actually. To think without speaking. Yeah. And Jetzt sage ich auf Englisch. Zu denken und zu sprechen. And children don't have that, and so they actually do their thinking out loud. Und also Kinder haben das nicht und deswegen das, was sie denken, sprechen sie laut aus. So we tell them to be quiet all the time, we're actually telling them to stop thinking. Und wenn wir ihnen immer sagen, sei leise, sagen wir ihnen eigentlich, hör auf zu denken. We also know that the inner speech abilities are very important for language development, Wir wissen auch, dass dieser innere Dialog sehr wichtig ist für die Entwicklung der Sprache and that language development helps with reading skills. und dass die Entwicklung der Sprache wieder hilft den Lesefähigkeiten. So good inner speech is important for reading. Also ein guter innerer Dialog ist wichtig fürs Lesen. Dr. Healy. Und Dr. Healy schreibt hier, Good language, like the synapses that make it possible, is gained only from interactive engagement. und sie sagt hier, eine gute Sprache, wie die Synapsen es ermöglichen, ist nur dadurch
also wird dadurch erlangt, also nur durch interaktives Beteiligung erlangt. Children need to talk as well as to hear. Also Kinder müssen sprechen, genauso wie zuhören. And that's the problem though with the classroom. Children are being talked to, but they're not being talked Und das ist with. das Problem im Schulraum, also im Klassenraum. Die Kinder hören nur zu, aber sind nicht wirklich, ihnen wird nicht die Möglichkeit gegeben zu sprechen. Another problem we find with the classroom in the early years Ein anderes Problem, das wir im Klassenraum finden, ist something known as learned helplessness. die sogenannte gelernte Hilflosigkeit. What happens is as we are asking the brain to do something for which it is not ready, Also was hier passiert ist, dass etwas gefordert wird von dem Gehirn, wofür es noch nicht bereit ist. it becomes subconsciously overwhelmed and frustrated. Und so wird es unterbewusst überfordert und frustriert. And so it begins to believe subconsciously that it cannot learn what is being asked of it. Und so im Unterbewusstsein glaubt es dann, dass es nicht fähig ist, das zu lernen, also was von ihm gefordert wird. So that at a later age, Also im späteren Alter dann, children or young people may think that they're really bad at a particular academic subject. glauben dann die Kinder, dass sie ziemlich schlecht sind in manchen akademischen Fächern. But in reality, it was just because we tried to teach it too young and their brain became too frustrated. Aber in Wirklichkeit haben wir einfach nur versucht, diese Fächer zu früh ihnen beizubringen und deswegen wurde ihr Gehirn frustriert sozusagen. Dr. Raymond Moore did a lot of extensive research on this topic, and he wrote a book called School Can Wait. Und da gibt es einen Doktor namens Dr. Raymond Moore, er hat ein Buch geschrieben, Die Schule kann warten, und er hat viel Forschung in dieser Sache betrieben. He says the child who is required to learn things before he is ready may be tired of them. Quickly tired. Also das Kind, von dem verlangt wird, Dinge zu lernen, bevor es dafür bereit ist, wird sehr schnell müde davon. Or he may become so anxiety-ridden and frustrated that he won't try at all. Oder er wird so ängstlich davor und frustriert davon, dass er es gar nicht erst versucht zu lernen. I often wonder how many children decide they're dumb about certain subjects. Ich wundere mich, wie oft die Kinder sich dazu entscheiden, über bestimmte Fächer quasi sich als dumm zu sehen. But the truth is, someone simply laid on the learning too soon in the wrong form. Wenn die Wahrheit eigentlich nur das ist, dass jemand versucht hat, das Kind zu früh Sachen zu lernen, für das sie noch nicht bereit haben. Für die sie noch nicht bereit What about socialization? haben. Aber wie ist es mit dem sozialen Leben? Don't children need to go to school for proper socialization? Müssen Kinder nicht in die Schule gehen, um ein gutes soziales Leben zu haben? We addressed this in depth yesterday, I think. Wir haben das gestern mehr in der Tiefe angesprochen. And we talked about good socialization means a wide variety of ages. Und wir haben festgestellt, dass ein gutes soziales Leben daraus besteht, dass das Kind in Kontakt ist mit vielen verschiedenen Altern. And if we're trying to prepare children to be adults, then they need some interaction with other adults. Und wenn wir das Kind darauf vorbereiten, eines Tages ein Erwachsener zu werden, braucht es eben auch viele Erwachsene rund um das Kind. The reality is many times as we take a child away from their home and place them in the classroom at an early age, Also die Wirklichkeit ist, dass wenn wir unser Kind von zu Hause wegnehmen, relativ früh und in den Klassenraum stecken, we can actually damage social skills. dann können wir sogar das soziale Leben beschädigen. And another factor that we have is that we are removing the child from their parent. Und einen anderen Faktor, den wir haben, ist, dass wir das Kind von den Eltern entziehen sozusagen. And removing them from that place of emotional security. Und damit auch von diesem Ort der emotionalen Sicherheit. You know, we used to kind of believe that we had these two different areas of the brain. Also man hat immer geglaubt, dass wir diese zwei unterschiedliche Regionen des Gehirns haben. We have the emotion and then there's the Also die cognition. Emotionen und die Wahrnehmung. But now we understand that that's not true. Aber jetzt versteht man, dass das nicht wirklich so We ist. understand that these two regions or parts of the brain are very connected. Man stellt heute fest, dass diese zwei Bereiche sehr eng miteinander verbunden sind. And that a child or the young brain Und das junge Gehirn views emotional security as a basic survival need.
sieht die emotionale Sicherheit als eine ganz grundlegende lebenserhaltende Maßnahme. And if they don't get that emotional Und security wenn sie diese emotionale Sicherheit nicht haben, through a secure connection with a caregiver, usually a parent, durch eine sichere Verbindung mit meistens den Eltern, it will begin to turn off other areas and it won't be able to learn as well. dann wird es andere Bereiche abschalten und wird nicht fähig sein, so gut zu lernen. In fact, if we have problems with learning disabilities, one of the first things we check is what their home environment is like. Also wenn wir Kinder haben mit Lernstörungen, dann schauen wir zuerst, wie ist es bei dem Kind zu Hause, in welchem Umfeld befindet es sich. I did a research project one time. Ich hatte mal ein Forschungsprojekt. It was on a 5-year-old little boy. Es war ein 5-jähriger Junge. Now, he didn't know I was doing the research project. Er wusste nicht, dass ich ein Forschungsprojekt hatte. But this little boy had a lot of problems. Aber dieser Junge hatte sehr viele Probleme. He had some real anger problems. Er hatte große Zorn. He had very disruptive behavior. Bad behavior. Also er hatte ein sehr, sehr schlechtes Verhalten. And he was often picking fights, starting fights with other kids. Er hat begonnen, mit anderen Kindern zu kämpfen. He was very sad. He had this really sad look in his Und eyes. er war sehr traurig. Er hatte das auch in dem Gesicht, so einen ganz traurigen Ausdruck. He didn't want to give a hug or be touched very Er much. wollte nicht Umarmungen geben und er wollte auch nicht wirklich berührt werden. It was a sad situation. Es war eine sehr traurige Situation. So I said, well, it was part of one of my classes. I had to do a research project. Also habe ich gesagt, okay, also es war Teil einer Klasse, er war Teil einer Klasse. And so I said, well, I'll study this little boy. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde diesen Jungen ein bisschen studieren. So of course, the first thing I do is look at what his home environment is like. Also das Erste, was ich natürlich tue, ist mir sein Umfeld anzuschauen, sein Zuhause anzuschauen. Now I was friends with the family, and so I could do this without anyone knowing. Also ich war mit dieser Familie befreundet und so konnte ich das tun, ohne dass es jemand mitbekommen hat. So as I spent some time with him, I realized that this little boy was very neglected. Und als ich ein bisschen Zeit mit ihm verbracht habe, ist mir aufgefallen, dass dieser Junge sehr vernachlässigt wurde. In fact, most people would have probably said that he was socialized. He was socialized because he had siblings, he had schoolmates. Also viele würden sagen, er hatte ein gutes soziales Leben, weil er hatte Geschwister und er hatte Klassenkameraden. But what he did not have was his parent or a caregiver with him on a consistent basis. Aber was er nicht hatte, war eigentlich eine enge Verbindung zu den Eltern. So, yeah, his father was in school. Und sein Vater war in der Schule. His mother, I think she spent most of her time on Facebook. Die Mutter hat die meiste Zeit auf Facebook verbracht. Facebook is terrible. Mothers, stay off Facebook. Also Facebook ist ganz schrecklich. Mütter, bleibt weg von It's Facebook. wasting your time from spending with your children. Es verschwendet eure Zeit, die ihr mit euren Kindern haben könnt. So I put it into my schedule. Also habe ich es in meinem Kalender eingeplant, To spend a half hour with this little boy twice a week. dass ich eine halbe Stunde zweimal in der Woche mit diesem Jungen verbringe. And I wanted to see what difference I could make as an outside researcher coming in and just spending a half hour twice a week. Und ich wollte herausfinden, was für einen Unterschied es macht, wenn ich jetzt von außen als Forscher zweimal in der Woche eine halbe Stunde mit diesem Jungen verbringe. We just did fun things together. Und so haben wir einfach etwas Lustiges zusammen unternommen. We work in the garden, Wir haben zusammen im Garten gearbeitet, go hiking in the forest, wir waren spazieren im Wald, carry some firewood in, wir different things haben like that. Brennholz eingesammelt. But the important thing that I was there for him. Aber das Wichtige war, dass ich für ihn da war. I would listen to him, I paid attention Ich to habe him. ihm zugehört, habe ihm aufmerksam zugehört. 2 months later, 2 Monate später I did another assessment. habe ich nochmal so einen Test gemacht. This little boy had completely changed. Und dieser junge Mann hat sich komplett verändert. The sad look in his eyes was gone when I was there. Dieser traurige Blick, wenn ich da war, der war dann verschwunden. When I knocked on the door, he came running and gave me a big hug. Wenn ich an die Tür geklopft habe, kam er angelaufen und hat mir eine große Umarmung gegeben. His anger management problems seemed to be going away. Sein Zorn ist auch, sieht so aus, als ob er weggegangen wäre. His behavior was so much better that his parents actually noticed. His His parents noticed, which was amazing. They noticed. They did notice. Sein Benehmen war viel besser. Sein Ja, Benehmen. ja. But the parents didn't notice. Or They did notice. They did. Did notice. Okay. Also sein Benehmen war viel besser und das haben auch seine Eltern bemerkt.
They didn't notice very much usually, so Aber sie haben sonst nicht viel bemerkt, aber das haben sie it bemerkt. was very well improved. Also das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Why? Warum? This little boy now knew that he had someone who cared about him. Dieser Junge hat jetzt gewusst, dass es da jemanden gibt, der sich um ihn kümmert. He didn't need to try to get attention through starting a fight. Er hat nicht jetzt einen Kampf starten müssen mit anderen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. And you know, it was interesting to me. Und das war sehr interessant für mich. Because I had seen the research about how this was true, Weil ich habe die Forschung dazu gesehen, dass das wahr ist. but now I saw it firsthand. Aber jetzt habe ich wirklich erste Hand Erfahrungen machen können. And if I could do this as a researcher coming in for a half hour twice a week, Und wenn ich das als ein Forscher machen konnte, der nur zweimal die Woche eine halbe Stunde mit diesem Jungen verbrachte, how much better would it have been if a parent had done that? wie viel besser wäre es gewesen, wenn das ein Elternteil gemacht hätte? As Dr. Moore explains, a child relates to people and to the world primarily through interaction with parents. Wie hier Dr. Raymond Moore sagt, ein Kind Understands people, ja, relationships. also ein Kind versteht die Menschen und die Welt eigentlich dadurch, durch die Interaktion mit den Eltern oder was die Eltern vor. Elternersatz. Ersatz. Elternersatz. Even the best daycare cannot completely neutralize the negative effects of disconnecting mother and child. Daycare ist No, that's like a child care center. okay. Also auch der beste Kindergarten, genau, oder Schule, also dort, wo man die Kinder hinschickt, können das nicht komplett neutralisieren, diese negativen sozialen, emotionalen und Wahrnehmungsstörungen aus dieser schlechten Beziehung zwischen Mutter und Kind. When a child is allowed to develop a strong bond with an adult, especially a parent, Wenn das Kind erlaubt wird, eine starke Bindung mit einem Elternteil, besonders mit der Mutter oder besonders mit einem Elternteil zu entwickeln, a much more emotionally stable and socially competent child will be the result. desto mehr emotional stabil und sozial kompetent wird ein Kind sein. But what about memory skills? Aber wie ist es mit den Gedächtnisfähigkeiten? Don't children need to go to school to learn how to memorize things? Müssen Kinder nicht in die Schule, damit sie lernen, sich etwas zu merken? Well, actually, if we look around the world, Also es ist in Wirklichkeit so, wenn wir uns rund um die Welt, the more people go to school, je mehr Kinder zur Schule gehen, je länger sie in der Schule sind, the worse their memories are. desto schlechter merken sie sich etwas. Let's go to Australia. Schauen wir uns zum Beispiel Australien an. The North Queensland Aborigines, those are native Australians for thousands of years. Also da gibt es Ureinwohner in Australien schon seit Tausenden von Jahren. They recite a song by memory that takes 5 nights to complete. Die zitieren ein Lied, also nur aus dem Gedächtnis, das 5 Nächte braucht, um es aufzusagen. I can't remember all the verses to a hymnal. Ich kann mir nicht alle Texte merken in einem Lobpreislied. Let alone a song that's 5 nights long. Und schon gar nicht über ein Lied, das 5 Nächte lang ist. Nobody sent them to school to learn this. Niemand hat sie zur Schule geschickt, um das zu lernen. Primitive people Also primitive Menschen can observe a herd of several hundred animals können Hunderte oder eine Herde von 100 verschiedenen Tieren beobachten and detect the absence of a single animal und können die Abwesenheit eines einzigen Tieres feststellen and know which one it is und wissen, welches Tier es ist, without counting. ohne zu zählen. Now, when I first read this, I couldn't believe that. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, konnte ich das nicht I said, glauben. how is that even possible? Wie kann das jemals sein? Then I was in Tanzania, Aber dann war ich in Tansania and I presented some of this information to the school I was working with. und ich habe diese Informationen geteilt mit einer Schule, mit der ich gearbeitet habe. And the director of the livestock program for this mission was listening. Und der Direktor dieser Schule hat dazugehört. She was a volunteer from the United States. Und sie war freiwillig dort von Amerika. She came and talked to me after.
Und sie kam nach dem Vortrag zu mir und hat mit mir gesprochen. And she said, this idea you talked about, she said, that's true. Und sie sagt, also diesen Gedanken, den du da geteilt hast, der ist wirklich wahr. I said, really? Tell me. Und er sagt, wirklich? Erzähl mir mehr She said, darüber. well, yes, we have native herdsmen that take care of our herd of cows. Und sie sagt, ja, wir haben hier, also, wie sagt man, Ureinwohner? Ja, Ureinwohner, Hirten, die auf ihre Herden aufpassen. They're Maasai, Die Maasai. a famous tribe that Ein spends their lives taking care of Stamm, animals. die Acht haben auf die Tiere. And she said, we can bring our herd of about 70 cows to get water in the evening. Und wir können eine Herde von 70 Kühen zu ihnen bringen, dass sie zum Wasser führen am Abend. She said, our herdsmen will take a look at the herd Und diese Hirten werden einen Blick über die Herde and they'll say, machen we're missing such and such a cow. und werden sagen, also die und die Kuh fehlt. They know which cow. They're like, we're missing a certain cow. Und sie wissen, welche Kuh fehlt. Just by looking at it. Nur durchs Anschauen. So one day she went and talked to them. Also eines Tages ging sie hin und hat mit diesen Menschen She gesprochen. said, can you please teach me how to know when we're missing a cow? Und hat gefragt, könnt ihr mir bitte beibringen, wie ich das lernen kann, dass ich weiß, wann welche Kuh fehlt. She said, this is my job. I need to know how to do this. Das ist mein Beruf, ich muss wissen, wie das funktioniert. And they looked at her. Und sie haben sie angeschaut How do you not know you're missing the cow? und sie haben sie gefragt, wie weißt du nicht, dass deine Kuh fehlt? Isn't that obvious? Ist das nicht offensichtlich? How did they know? Wie haben sie das gewusst? Nobody took them to school to memorize cows. Niemand hat sie zur Schule geschickt, um sich Kühe zu merken. I think the key is right here. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist genau hier. While the schooled person Während die geschulte Person depends heavily on external things like the written word, davon abhängt, auf externe Zeichen, to hold knowledge. wie zum Beispiel geschriebene Worte, um Wissen zu behalten. We could add Google in there, right? Wir könnten da auch Google hinzufügen. We're depending on other things to hold the knowledge for us. Also wir verlassen uns auf etwas Externes, um unser Wissen zu halten. These primitive peoples, though, they don't have that. They depend on their memories. Und diese primitiven Menschen, die haben das nicht. Sie sind abhängig von ihrem Gedächtnis. They have a photographic memory almost. Sie haben ein fotografisches Gedächtnis. And we also understand from research that Und wir verstehen auch von der Forschung, most children are born with phenomenal memories. dass die meisten Kinder mit phänomenalen Gedächtnissen geboren sind. But if we looked at populations of schooled adults, Aber wenn wir uns die Bevölkerung geschulter Erwachsener anschauen, they've lost these phenomenal memories. haben sie diese phänomenalen Fähigkeiten und dieses phänomenale Gedächtnis verlernt. But if we haven't sent them to school, then they retain those good Aber memories. wenn wir sie nicht zur Schule geschickt haben, dann haben sie dieses Gedächtnis behalten. Another story I just thought of. Eine andere Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. I have a friend of a friend, Ich habe einen Freund, der hat einen Freund. and he was telling me about how his friend went and preached in a village in Africa. Und mein Freund hat mir erzählt, wie sein Freund in einem Dorf kam in Afrika und dort gepredigt hat. 2 years later, he went back to the same village, Und 2 Jahre später kam er zurück in dieses Dorf. and he was going to preach again. Und er wollte wieder dort predigen. And so he asked, he said, how many of you remember me being here 2 years ago? Und er hat gefragt, wie viele von euch können sich erinnern, dass ich vor 2 Jahren hier war? And they all were like, oh yeah, we remember. Und alle natürlich, ja, wir können uns erinnern an dich. So, how many remember what my sermon was Aber about er fragt, 2 okay, years ago? wie viele können sich erinnern, was meine Predigt war vor 2 Jahren? And they said, oh yeah, we remember. Und sie haben gesagt, ja, ja, wir erinnern uns alle. He said, well, what was it about? Und dann hat er gefragt, okay, worum ging's? They said, would you like us to tell you the whole sermon again? Möchtest du, dass wir dir die ganze Predigt nochmal sagen? There were people in the audience that could recite to him his entire sermon, word for word. Da waren Leute in dem Publikum, die hätten die ganze Predigt Wort für Wort wiedergeben können. And they'd only heard it once. Und sie haben es nur einmal gehört, niemals geübt oder so. So school is not necessary to help us remember things. Also Schule ist nicht notwendig, um uns Sachen zu merken. Let's mention for a moment here the effect on boys. Lasst uns einen Moment den Effekt auf Jungen Now, betrachten. you remember I mentioned yesterday that there's about a 2-year difference in brain development in boys compared to girls. Könnt ihr euch erinnern, gestern habe ich erwähnt, dass es circa einen 2-jährigen Unterschied gibt in der Gehirnentwicklung zwischen Jungs und Mädchen. We remember. We all Remember good. remember.
And remember that it's not that they're slower. We often say the boys are slower. Und erinnert euch, wir haben nicht gesagt, dass die Jungen jetzt deswegen langsamer sind. Sie sind nicht wirklich langsamer. But I don't like calling it slow. Ich mag es nicht langsam nennen, I don't think God made boys slow. He just made them develop differently. weil ich glaube nicht, dass Gott die Männer jetzt langsam gemacht hat, sondern einfach nur, dass sie sich anders entwickeln. And remember, they take about 2 years longer with the right hemisphere, Und wir haben gesehen, dass sie 2 Jahre circa länger brauchen mit der rechten Hemisphäre. which is important for spiritual strength. Was sehr wichtig ist für geistliche Stärke. And then the left hemisphere, which is good for the academics, Und die linke Hemisphäre, das gut für diese akademischen Lehrgrade sind, begins about 2 years later. beginnen circa 2 Jahre später mit der Entwicklung. Boys compared to girls. Auch die Jungen 2 Jahre später als So all the bad effects of early schooling Also alle die schlechten Effekte von diesem frühen zur Schule schicken, are increased in boys. ist sogar bei Jungs noch vermehrt. In fact, the studies show that boys are not learning as well as girls today. Und deswegen zeigen Ja, auch die ja. Studien, wenn die Kinder jung sind, also die Jungs, dann lernen sie nicht so gut wie die Mädchen. Boys receive 70% of the D's and F's given all students, Die Jungen kriegen 70% der Vierer und der Fünfer aller Studenten. I think you use that grading system. The letters. No, Is- I think it's the second verse in verse. Yeah, Great. exactly. Mhm. Yeah. Boys cause 90% of the classroom discipline problems. Die Jungen verursachen 90% der disziplinären Schwierigkeiten oder Probleme in dem Klassenraum. Most sisters would agree with that. Also die meisten Schwestern würden damit übereinstimmen. 80% of all high school dropouts are boys. 80% aller Kinder, die Schule hinschmeißen, sind Jungs. Millions of boys are on Ritalin and other drugs. Was ist Ritalin? It's controlling attention deficit disorders and hyperactivity. Millionen von Jungs nehmen Medikamente, die dieses Aufmerksamkeitsdefizit reduzieren, oder? Also für dieses Aufmerksamkeitsdefizit oder andere Drogen, Medikamente, die das kontrollieren. And 3 out of 4 students labeled learning disabled are boys. Und 3 von 4 Studenten oder Schülern werden als lernunfähige Kinder betrachtet. Also 3 von 4 lernunfähige Kinder sind Jungs. Oder die So did God just make it so boys were a problem? Also hat es Gott einfach so gemacht, dass die Jungs ein Problem sind? No, I don't think so. Nein, das glaube ich We nicht. know He has a special purpose for them. Nein, Gott hat einen bestimmten Auftrag für He diese. wants them to be the spiritual leaders. of Er their möchte, families dass and sie die homes. geistliche Führer der Familie sind. And the devil knows this too. Und der Teufel weiß es auch. So he's working to damage that. Und so will er das beschädigen. And really what we're doing in the early years Und was wir wirklich dann tun in diesen frühen Jahren, is we're sort of telling the boys that they're inferior to the girls. bringen wir ihnen eigentlich bei, dass sie schlechter oder unter den Mädchen sind. As a friend of mine once said, we're treating boys like defective girls. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, wir behandeln die Jungs so, als ob sie defekte Mädchen wären sozusagen. School in the early years is better suited to the girl's mind than the boy's mind. Also Schule in diesen frühen Jahren ist besser für das weibliche Gehirn als für das männliche. Boys don't need to sit still and do all their exercises. They need to get some exercises and do things hands-on. Also die Jungs, die können nicht ruhig sitzen und diese Tests machen, die brauchen Bewegung So, und praktische Arbeit. and of course, boys can learn the academics very well. Und natürlich können die Jungs auch diese akademischen Fächer lernen, sehr gut lernen, If we give them some time. wenn wir ihnen einfach nur die Zeit geben. I have several friends who are young men, Ich habe viele Freunde, also junge Männer, and their parents wisely waited a couple years, und deren Eltern haben klugerweise ein paar Jahre gewartet. and they're incredibly intelligent. They've done very well in school. Und die sind unglaublich intelligent, sie haben sich sehr gut in der Schule angestellt. But it was because they were allowed some extra time to be children. Aber das war nur deswegen, weil ihnen eine extra Zeit gegeben wurde, um einfach nur Kinder zu sein. You know, a lot of times attention deficit disorders are misdiagnoses. Wisst ihr, sehr oft sind diese Aufmerksamkeitsdefizite Fehldiagnosen. The
correct diagnosis Die richtige Diagnose wäre would be boyhood. Jungen sein oder Boys are more active. And die there's Jungs nothing wrong with it. sind mehr aktiv und damit ist nichts falsch, nichts verkehrt. Let me talk about reading for a moment. Lass mich kurz über das Lesen sprechen. A lot of people think that children need to learn reading early. Viele Leute glauben, dass Children in general, right? Yeah. Dass Kinder sehr früh mit dem Lesen anfangen müssen. But the research shows that that's not true. Aber auch die Forschung zeigt hier, dass es nicht wahr ist. The Early Childhood Research Quarterly, Also das, Early Childhood Research Quarterly, okay. Also die frühkindliche Forschungs, ja, eine Zeitschrift, quarterly, it means comes out 4 times a year. okay, ja. It's a very respected journal. In early Also childhood. ein sehr respektiertes wissenschaftliches, They did a study on reading skills. eine sehr wissenschaftliche Zeitschrift, die akzeptiert wird. Sie haben eine Studie gemacht auch mit den Lesefähigkeiten. And they found that the foundation of reading skills Und sie haben herausgefunden, dass die Grundlagen der Lesefähigkeiten was not reading at a young age. waren nicht, dass man früh zu lesen beginnt, It was language. sondern die Sprache. Now, how do we develop good language skills? Also wie entwickeln wir gute Sprachfähigkeiten? It's very simple. Es ist sehr einfach. Talk. Sprechen. Just have conversation. Hab einfach Konversationen. And children love that. Und Kinder lieben das. They're very good conversationalists, most of them. Sie sprechen sehr gerne miteinander. A little toddler, they can't stop asking questions. Und ein kleines Kind, das kann nicht aufhören, Fragen zu stellen. Take advantage of that. Macht euch das zum Vorteil. Answer those questions. Beantwortet diese Fragen. Seek to teach things through those questions. Versucht durch diese Fragen auch Sachen ihnen beizubringen, zu lernen. So there's a few things we can do to lay a foundation for good reading skills. Also da gibt es ein paar Dinge, die wir tun können, damit die Lernfähigkeiten sich gut entwickeln. The first one is to talk together. Der erste Punkt ist, miteinander zu sprechen. The second one Der zweite Punkt is to look for the everyday teaching opportunities. ist, nach den alltäglichen Lernsituationen Aussicht zu halten. So when children ask a question, Also wenn Kinder zum Beispiel eine Frage stellen it's, Mom, how do I write my name? und sie fragen zum Beispiel, Mama, wie schreibe ich meinen Namen? What does that sign say? Oder was sagt dieses Schild? What's the name of this book? Was ist der Name dieses Buches? Can you read me a story? Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? There are many things in the everyday Da life. gibt es viele Sachen im alltäglichen Leben. You can say, oh yeah, it's this word. Dann können wir sagen, ja, das ist dieses It's Wort. this letter, it makes this sound. Es ist dieser Buchstabe und es macht diesen und dieser Buchstabe klingt so. Genau. And so you're not sitting them down and saying, okay, we're going to teach you how to read. Und du setzt sie jetzt nicht zu dir und du sagst, okay, wir bringen dir jetzt das Lesen bei. No, you're just looking for the opportunities in everyday life. Nein, ihr schaut euch nur nach den Möglichkeiten an im Alter. Möglichkeiten hält ihr Ausschau im Alter. You can also use the books and the reading as a source of gaining interesting information. Ihr könnt auch die Bücher dazu verwenden, damit sie interessante Informationen gewinnen. You know, we have a reading series in the US. Also in Amerika haben wir eine It's for little children to teach them how to read. Also eine Lesereihe für kleine Kinder, damit sie lesen lernen. It's called the Dick and Jane reading series. Und es wird die Dick und Jane Lesereihe genannt. And it has things in it like, this is Dick and Jane. Und es hat so Sachen geschrieben wie, das ist Dick und Jane. Dick and Jane ran. Dick und Jane laufen. Dick and Jane jumped. Dick und Jane springen. Dick and Jane sat. Dick und Jane saßen. Sentence after sentence after sentence of the same thing, with just a different little different each time. Also Satz für Satz eigentlich der gleiche Satzbau, nur einen kleinen Unterschied. And children get so bored. Und die Kinder sind so gelangweilt davon. Like, they don't care about Dick and Jane. Sie interessiert Dick und Jane nicht. They want to read about something Sie interesting. möchten etwas Interessantes Let's hear a lesen. story. Sie möchten eine Geschichte lesen oder So hören. don't force them to read what's boring to them. Have something interesting. Zwingt sie nicht dazu, etwas zu lesen, was langweilig für sie ist, sondern irgendwas, was sie interessiert. And of course, it's better to do things than just reading about doing them. Und es ist besser, etwas zu tun, als nur darüber zu lesen. So what can happen
is as we do these things, we start laying a foundation. Also was hier passiert ist, während wir diese Sachen, diese Situationen wahrnehmen, legen wir eigentlich eine Grundlage. And there will come a point Und es wird ein Punkt kommen, where a child has started, they've put all the pieces together. wo das Kind all die Puzzlesteine zusammen nimmt. And what happens very often, probably 90% of the time, Und was sehr oft passiert, ca. 90% aller Fälle, is a child will start reading on their own. ist, dass das Kind startet, alleine zu lesen. Just a little bit of encouragement and they just start reading. Nur durch sie ein bisschen zu ermutigen und sie beginnen zu lesen. I remember the story one mother told me. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die mir eine Mutter erzählt hat. Her son came up to her one day with a book. Ihr Sohn kam einmal zu ihr mit einem Buch He said, "Mommy, I want to read you a story." und hat gesagt, Mama, ich möchte eine Geschichte vorlesen. And she thought, he can't read. He was only 6 years old. Und sie hat gedacht, er kann doch gar nicht lesen, er ist erst 6 Jahre alt. She said, "Okay, go ahead, read me the story." Und sie sagte, okay, fang an, lese mir die Geschichte vor. She's expecting the book will be upside down, Und sie stellt sich vor, dass das Buch am Kopf steht and it's just a made-up story, you know. und dass es nur irgendeine erfundene Geschichte ist von ihm. Well, he opened the book. Er hat das Buch geöffnet, It was correct, es war richtig gehalten and he read her the story. und er hat ihr die Geschichte vorgelesen. She's like, "That's not possible." Und sie sagt, das ist doch nicht möglich. She thought, "Oh, he must have memorized that story. We've read it before." Er muss sich diese Geschichte gemerkt haben, weil wir haben sie schon vorher zusammen gelesen. So she found another story that he didn't know. Also dann hat sie eine andere Geschichte gesucht, die er noch nicht kannte. So read me that story. Und dann hat sie gesagt, les mir diese Geschichte vor. And he read it to her. Und er hat sie ihr vorgelesen. She said she got a little upset Und sie hat gesagt, sie wurde ein bisschen wütend she eigentlich, was homeschooling. weil sie hat sie zu Hause unterrichtet. She was looking forward to teaching her son how to read. Und sie hat sich schon darauf gefreut, ihren Sohn beizubringen, She said that was my wie job. man liest. Und sie hat gesagt, das war meine Arbeit. How did he teach himself how to read? Und jetzt hat er es sich selbst beigebracht. But then she thought about it. Aber dann hat sie darüber She nachgedacht. said, yes, I did teach him how to read. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich habe ich ihm das Lesen It was in beigebracht. the everyday life. Es war nur im alltäglichen Leben. I als es read him passiert ist. stories. Ich habe ihm Geschichten vorgelesen. And I answered the questions about the different letters and things. Ich habe ihm die Fragen zu bestimmten Buchstaben beantwortet. So when his mind was ready for it, Also, wenn dann sein Verstand dazu bereit war, konnte er lesen. of course, we do need to be careful. If a child starts reading at a young age, Natürlich müssen wir auch vorsichtig sein, wenn ein Kind sehr früh zum Lesen beginnt. to remember the eye development. Dann erinnert euch an die Augenentwicklung And we don't want to stress the eyes before age 9. und dass wir die Augen nicht so sehr beanspruchen wollen, bevor die Kinder 9 Jahre alt sind. So the research shows that no longer than 15 or 20 minutes of reading for a young child. Forschungen zeigen, dass nicht länger als 15 Minuten Lesen für ein junges Kind. After then, time to go outside. Danach ist es Zeit, rauszugehen. Let me mention one other quick study here. They did, Hier ist eine noch andere interessante Studie. they compared two groups of children. Sie haben 2 Gruppen von Kindern verglichen. They had one group who started reading at age 5, Eine Gruppe, die begonnen hat zu lesen mit dem Alter von 5 Jahren another group who started at age 7, und die andere Gruppe mit 7 Jahren. and they measured their comprehension and fluency. Und sie haben gemessen das Verständnis und die Flüssigkeit. So if we have, at age 5, we have the blue is age 5. Also die blauen Balken ist das 5-jährige Alter. We have the first group starting reading instruction. Also da beginnt die das Beibringen des Lesens. At age 7, the next group comes in. Also im Alter von 7 Jahren kommt die nächste Gruppe rein. Now, if we look at age 8, Wenn wir uns das Alter 8 anschauen, you would think that, well, those who started at age 5, look how much ahead they are. Look how much better they are. und wenn man jetzt denkt, schaut euch die Gruppe an, die mit 5 Jahren begonnen hat, und schaut, wie viel besser sie sind im Alter von 8 Jahren. So it must be better to start 2 years earlier, right? Also muss es besser sein, 2 Jahre früher zu beginnen, richtig? Look what happens at age 9, though. Aber schaut euch jetzt an, was im Alter von 9 Jahren passiert. Those who started 2 years later, Die 2 Jahre später begonnen haben zu lesen, they caught up. sie haben aufgeholt. And then those who started later actually passed the ones who started earlier. Und die später begonnen haben, im Alter von 11 jetzt zum Beispiel, überholen die sogar sehr deutlich die
die mit 5 Jahren begonnen So really, there were 2 years of wasted time. Also for those who eigentlich started kann man early. sagen, das waren 2 Jahre Verschwendung, die da 2 Jahre zu früh begonnen haben. And the reason for that was the brain was ready, Und der Grund dafür ist, dass das Gehirn bereit war. and so it quickly caught up. Also mit 7 war dann das Gehirn bereit und deswegen hat es dann auch schnell aufgeholt. Notice the earlier group, they're just slowly advancing, and then they're even more slowly advancing here. Also diese frühere Gruppe, wie ihr merkt, die kommen nur sehr langsam quasi voran, aber die But those who started later, die Entwicklung derer, die später begonnen haben, die haben einen sehr hohen Anstieg, einen sehr schnellen Anstieg. so the study concluded saying that our findings suggest that success at reading is not assured by an earlier beginning. Also das Resultat dieser Studie war dann, dass der Erfolg des Lesens nicht damit zusammenhängt, früh damit zu beginnen. Oder nicht, dass das frühe Beginn damit nicht sicher ist, dass sie dann besser lesen können. And those who start later usually end up better. Und die später beginnen, meistens dann auch besser lesen. But now, I hear the question in your minds. Aber jetzt höre ich die Frage in euren Köpfen. You're saying, if we start 2 years later, how will they ever catch up? Aber wenn wir 2 Jahre später beginnen, wie werden sie jemals aufholen? If we wait, especially for boys, if we wait till they're 10 years old, how are they ever going to catch up? Wenn wir zum Beispiel, besonders bei den Jungs, erst mit 10 Jahren zum Beispiel beginnen, wie sollen sie jemals aufholen? That's a good question. Das ist eine gute Frage. But it's not a problem at all. Aber es ist kein Problem. Children who start after age 8 usually end up far ahead of those who start earlier. Also Kinder, die das Akademische erst nach dem Alter von 8 Jahren lernen. The reason for that is that when the mind is ready, it will learn much faster. Die lernen dann viel besser als die früher begonnen haben. Und der Grund dafür ist, der Reason ist, When the mind is ready, they'll learn much faster. weil wenn der Verstand bereit ist, dann lernen sie viel schneller. So in one study of 300 individuals In einer Studie von 300 Personen, who started school at about age 8 or later, die Schule mit 8 Jahren begonnen haben oder später, all of them quickly caught up with their classes alle haben sehr schnell nachgeholt mit ihren Klassenkameraden. and most cases performed above the class Und in den average. meisten Fällen haben sie über den Klassendurchschnitt Leistungen erbracht. There's substantial agreement among school entrance age researchers Also da gibt es gemeinsames Übereinkommen zwischen diesen Forschern, die das erforschen mit diesem Schuleintrittsalter, children who enter later are significantly higher in academic achievement than dass those Kinder, die später die Schule betreten, signifikant besser in akademischen Lehrgängen sind And in fact, als die früher beginnen. we see this around the world. Und wir sehen das überall in der Welt. Finland, Finnland, Denmark, Dänemark, the Scandinavian countries, die skandinavischen Länder, they don't start the academic training until around 8 or 9. sie beginnen nicht mit diesen akademischen Lehrgängen bis zum Alter von, also erst ab dem Alter von 9 Jahren. That's the way it used to be. Some things are changing now. So war es. Heute ändert man ein paar Sachen. And a lot of times children would go to school at age 7. Und oft gehen die Schüler mit 7 zur Schule. They would spend a couple of years doing hands-on things. Und sie verwenden ein paar Jahre einfach praktisch zu lernen. And then at around age 9, they start with the academic training. Und dann im Alter von 9 lernen sie akademisch. Those countries consistently Und diese Länder, score at the top of the world in their academic rankings. diese Länder, die eigentlich konsistent sind immer die besten Länder in der ganzen Welt. And their students enjoy school more also. Und die Kinder genießen die Schule auch mehr. There was a meeting of school administrators from around the world. Da war mal ein Treffen von der ganzen Welt Schulleiter. And an administrator from the US Und ein Schulleiter von Amerika was talking to one from Denmark. sprach mit einem von Dänemark. And in the US we have a big problem with high school dropouts. Und wisst Children ihr, just in leaving den high school. USA haben wir ein großes Problem mit diesen Schülern, die Highschool, das ist bei uns die Highschool, die Schule einfach hinschmeißen. Hauptschule, genau. And so the one from the US asked the one from Denmark, he said, what are you doing about your dropout problem in Denmark?
Und dann hat der Schulleiter von Amerika den Schulleiter von Dänemark gefragt, was macht ihr mit diesem Problem der Schulabgänger, die abbrechen? The man from Denmark said, we don't have one. Und der Schulleiter von Dänemark hat gesagt, wir haben keine We don't Schulabbrecher. have a dropout problem. Wir haben kein Schulabbrechen. We start our children later Wir beginnen später die when Schule, they're mature enough to appreciate school, wenn die reif genug sind, Schule zu schätzen. and they excel and they enjoy school. Und sie überragen und sie genießen die Schule. But let me explain how this works. How does it work to catch up? Lasst mich erklären, wie das funktioniert. Wie funktioniert es, aufzuholen? The studies show that if the brain is ready, all of the learning necessary for success in high school can be accomplished in only 2 or 3 years of formal study. Also Studien zeigen, dass alles, was zum Lernen notwendig ist, um Erfolg zu haben in der Schule, kann dadurch erreicht werden in den ersten 2 oder 3 Jahren des richtigen Studiums. It works like this. Also und so funktioniert das Ganze. Let's imagine a hypothetical scenario. Lasst uns jetzt ein hypothetisches Szenario betrachten. And I know the numbers I'm using here are probably not what is taught in each grade. Und ich weiß, die Nummern hier sind vielleicht jetzt nicht so, wie sie gelehrt. But I'm going to illustrate here a principle of how curriculum works. Aber ich werde euch jetzt hier ein Prinzip zeigen, wie ein Lehrplan funktioniert. So we start off in first grade, Also wir beginnen in der ersten Klasse and we teach addition of ones. und wir beginnen die Addition von Einerstellen. So problems like this, 3 plus 5. Also solche Probleme wie hier 3 plus 5. Anyone know the answer? Weiß jemand die Antwort? Yeah? Okay, good. Now comes second grade, Jetzt kommt die zweite Klasse. and what are we going to do? Und was machen wir jetzt? Well, the way it works is we make it a little more difficult. Also die Art, wie das funktioniert, wir machen es ein bisschen schwieriger. Now we have addition of tens. Also jetzt haben wir die Addition von Zehnerstellen. And of course, in these grades, the brain isn't quite ready. Und natürlich in diesem Alter ist das Gehirn noch nicht wirklich bereit. And so you have to do lots of exercises, Und so muss man sehr, sehr viel trainieren. lots of repetition. Sehr viel wiederholen. So, repeat, repeat, repeat. Finally, they start understanding this. Also wiederholen, wiederholen, wiederholen und irgendwann verstehen sie das. Anyone know the answer? Weiß jemand die Antwort? Okay, good. Now, third grade, what are we going to do? Dritte Klasse, was machen wir Well, we jetzt? make it even more Wir difficult. machen es noch schwieriger. We review the last 2 grades, Wir schauen nochmal die ersten 2 Klassen an. and we do lots more exercises. Und wir of these machen dann noch problems. mehr Übungen für diese Probleme. It's getting more difficult. Anyone know the answer? Es wird schwieriger, weiß jemand die Antwort? Right, good. Okay, sehr Now, gut. fourth grade, Vierte Klasse. we make it a little harder. Wir machen es noch schwieriger. And we review the past 3 grades, Und wir schauen uns wieder die letzten 3 And now Klassen an. lots of exercises. Und dann trainieren wir wieder sehr viel. Know the answer? Weiß jemand die Antwort? 2592. Very good. Sehr gut. So this, again, the numbers here aren't so important as this illustrates how curriculum works. Also die Nummern sind hier nicht so bedeutend, aber das zeigt einfach, wie diese Lehrpläne funktionieren. We start at an age when the brain isn't quite ready, Wir beginnen in einem Alter, wo das Gehirn noch nicht bereit ist. and we have to do lots of exercises and repetition. Und wir müssen viel wiederholen und viel trainieren, damit das klappt. And every year we make it a little more difficult, Und jedes Jahr machen wir es ein bisschen schwieriger. and lots of repetition, Und viel Wiederholung. because the brain is never quite ready for it. Weil das Gehirn nie wirklich dafür bereit ist. Let's imagine another scenario. Lasst uns jetzt ein anderes Szenario betrachten. Let's suppose that you didn't use the textbooks. Stellt euch vor, ihr hättet die Schulbücher nicht gebraucht. You were just learning from everyday life. Und wir würden nur vom täglichen Leben lernen. And so, can you learn things like this in everyday life? Kann man solche Dinge wie das im täglichen Leben lernen? Easy. Sehr einfach. Go to the kitchen. Geh in die Küche Count zum some apples. Beispiel und zähle ein paar Äpfel. Very simple. Es ist sehr einfach. And a child can understand that in practical Und ways. ein Kind kann es dann verstehen im praktischen Leben. No. So you take 3 years and you just learn from everyday life in practical Also ways. nehmt ihr diese 3 Jahre und ihr lernt nur vom Alltag. And we wait until 4th grade. Und dann, wir warten bis zur 4. Klasse Now the brain is ready. und jetzt ist das Gehirn bereit. They've learned from everyday life. Sie haben vom Alltag gelernt Now it's time to take the concepts they understand and apply them to paper. und jetzt ist es die Zeit, wo sie die Konzepte, die sie verstanden haben, am Papier anzuwenden. Can a 4th grader
understand addition of ones? Kann ein Viertklässler die Addition der Einerstellen verstehen? Easy, Sehr einfach. especially if they've done it in everyday life. Ganz besonders, wenn sie das im Alltag gelernt So haben. you take this child, Also wir nehmen jetzt dieses Kind you say, here's how it works. und du sagst, und ihr zeigt ihnen, so funktioniert You es. teach them addition of ones. Und ihr zeigt ihnen die Addition von Einsen. And now with addition of tens, it works like this. And you teach them that. Und jetzt sagt er, und mit der Addition von Zehnerstellen funktioniert das so. And now you do addition of hundreds, it works Und like dann this. habt ihr Additionen mit den Hunderterstellen und so funktioniert das. And now addition of thousands. Und jetzt die Addition von Tausender. In an hour, Und in einer Stunde you could teach könnt ihr lehren, what it would have taken 4 years to do the other way. was 4 Jahre gebraucht hätte, den anderen Weg. This is what we mean by catching up. Und das meine ich mit Aufholen. It's not that a child is going to do, 12 hours of school to try to catch up everything that they didn't get before. Also es geht jetzt nicht darum, dass das Kind jetzt 12 Stunden in der Schule sitzen muss, um aufzuholen. It's that we learn from everyday life, Es ist so, das Kind lernt im Alltag and then when the brain is ready, we und start learning wenn from the das textbook. Gehirn bereit ist, lernt es dann vom Schulbuch. And we call it catching up, but they do it very quickly, because in reality they're almost caught up in their minds. Wir sagen aufholen, aber in Wirklichkeit machen sie das sehr schnell. Also sie haben eigentlich schon in ihrem Verstand aufgeholt. When I was in Tanzania, Als ich in Tansania war, and I talked about this with the school I was working with, da habe ich das gelehrt in der Schule, wo ich war. I finished up, I said, does anyone have any questions? Und ich habe beendet und habe noch gefragt, hat jemand Fragen? And the principal of the school raised his hand. Und der Direktor der Schule hebt seine Hand. He said, well, I don't have a question, but I just wanted to share my experience. Und er sagt, ich habe keine Frage, ich würde gerne meine Erfahrung teilen mit euch. He said, I was a herds boy until I was 13. Er hat gesagt, ich war ein Hirtenjunge, bis ich 13 war. He said, I finally convinced my father to let me go to school. Ich habe dann mit 13 letztendlich meinen Vater überzeugt, dass er mich in die Schule schickt. So I went to school, Also and bin ich in die Schule gegangen 2 days I learned to read. und in 2 Tagen habe ich gelernt zu lesen. I said, 2 days? Und ich habe gefragt, 2 Tage? This man must be a genius, I'm thinking. Und ich habe mir gedacht, dieser Mann muss ein Genie sein. Yeah, it was pretty easy. Und er sagt, ja, das war ganz einfach. He said, in a couple of weeks, I had caught up with my class level for my age. Und er hat gesagt, in ein paar Wochen habe ich aufgeholt, dass ich am gleichen Stand war wie meine Klassenkameraden. A couple of months. In ein paar Monaten, also ein paar Monate sind vergangen. And now it was time to take the national exams. Und dann war die Zeit herangekommen, die nationalen Tests zu schreiben. His teacher didn't want him to take them. Und der Lehrer wollte nicht, dass er Like, sie you're schreibt. probably going to fail. You've only been in school for 2 months. Und er hat gesagt, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, du warst in der Schule jetzt erst 2 Monate. You'll probably make our school look bad. Du wirst vielleicht unsere Schule schlecht oder falsch darstellen. He said, but school has been easy. Let me try. Aber er hat gesagt, die Schule war so einfach, lass mich doch versuchen. So he took the national exam. Also hat er dann diese nationale Prüfung gemacht. He scored best of his school. Und er hat abgeschlossen als der Beste seiner Schule. And I'm thinking to myself, wow, this man is a real genius. Und dann denke ich mir wieder, oh, dieser Mann ist wirklich ein Genie. So he sat down. Also hat er sich hingesetzt. He said, does anyone have any questions? You asked again. I asked again. Also habe ich wieder gefragt, hat jemand noch Fragen? One of the teachers raised his hand. Dann hat ein Lehrer sich He gemeldet. said, well, I don't really have a question. Dann sagte er, ich habe nicht wirklich eine Frage, Just wanted to share my experience. aber ich möchte nur meine Erfahrung mit euch teilen. I was a herds boy until I was 12. Ich war ein Hirtenjunge, bis ich 12 war. I convinced my father to let me go to school. Ich habe meinen Vater überzeugt, dass er mich zur Schule lässt. In a week, I learned to read. In einer Woche habe ich gelernt zu lesen. A few months later, it was time to take the national exams. Ein paar Monate später war es wieder die Zeit, die nationalen Prüfungen zu schreiben. And I took them and I scored almost the top of my school. Und ich habe sie geschrieben und ich war fast besser in der Schule. And I'm thinking, wow, there's 2 geniuses here. Und dann habe ich mir gedacht, wow, es gibt hier 3 Genies in diesem Raum. I said, thank you for the story. Und ich habe gesagt, danke für die Geschichte. Now, does anyone have any questions? Und ich habe wieder gefragt, hat jemand Fragen? Another teacher raised his Dann hand. hat wieder ein Lehrer aufgezeigt. I don't really have a question. Ich habe nicht wirklich eine Frage, I just wanted to share my aber ich möchte nur experience. meine Erfahrung teilen. I was a herds boy until I was 12, Ich war ein Hirtenjunge, bis ich 12 war. and I heard the same story again. Und ich habe die gleiche Geschichte nochmal I gehört. heard that story 5 Ich times. habe das 5-mal gehört. Diese And I Geschichte. realized it wasn't that these men were geniuses. Und ich habe bemerkt, dass diese Männer keine Genies waren. This was normal. Es war einfach normal für sie. How is it possible? Wie ist das möglich?
They were following God's plan. Sie haben Gottes Without Plan even gefolgt, knowing it. ohne es überhaupt zu wissen. They were living that lifestyle where they had to work. Haben sie diesen Lebensstil gelebt, wo sie arbeiten mussten, They were outdoors. wo sie draußen waren Their minds were strong. und ihr Verstand war geschärft. And so that now when they were in age that the brain was ready to learn the academic things, Und jetzt, wo dann ihr Gehirn reif war, um das Akademische zu lernen, the mind quickly was able to understand it. war der Verstand sehr schnell, diese Sachen zu verstehen. Is there anything somehow special about these individuals? Gibt es irgendwas Spezielles an diesen individuellen Personen? Not really. Nicht wirklich. It's that they're following God's plan. Nur, dass sie Gottes Plan folgen. And that leaves us with our last point, Und jetzt kommt unser letzter Punkt, our most important one though. aber dennoch der wichtigste Punkt. We need to value character and spiritual strength above anything else in Wir children. sollen das Geistliche und den Charakter am meisten schätzen von allem anderen. Now, I mentioned yesterday Ich habe gestern erwähnt, that the early years are a critical window of time for very important areas of brain development. dass die frühen Jahre eine sehr kritische Zeit ist, um ganz spezielle Fähigkeiten zu entwickeln. For conscience, for character development. Also für die Charakterentwicklung, für das Bewusstsein. And that if we are not focused on that in the early years, we're missing out on an important window of time. Und wenn wir das nicht in den frühen Jahren entwickeln, dann verpassen wir die Gelegenheit. We know that the right hemisphere, that slide's a little incorrect, it doesn't control, but it's very important for spirituality. Also die rechte Hemisphäre ist sehr wichtig für Geistlichkeit. And that the early years are a critical window of time for the development of the right Und dass hemisphere. die frühen Jahre eine kritische Zeitperiode sind für die rechte Hemisphäre. And that as we have pressure to develop the left hemisphere, Und wenn wir Druck haben, die linke Hemisphäre zu entwickeln, also durch akademische Werke, it suppresses the development of the right hemisphere. da wird dadurch die rechte Gehirnhälfte, die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte unterdrückt. The devil knows this too, doesn't he? Der Teufel weiß es auch nicht. And he thinks to himself, Und er denkt sich, how can I avoid parents focusing on character development at an early age? wie kann ich Eltern dazu bringen, dass sie ihren Fokus nicht auf Charakterentwicklung in jungen Jahren richten? He doesn't want that to happen. Er möchte nicht, dass das passiert. He says, aha, I have an idea. Und er sagt, okay, ich habe eine Idee. I'll make them think that the most important thing is their child's academic success. Ich werde sie denken machen, dass das Wichtigste im Leben des Kindes ist, dass sie akademischen Erfolg haben. I'll get them to focus on that. Ich werde ihren Fokus darauf legen. Furthermore, he'll get the governments of the world to start requiring Und that, nicht nur das, ich werde auch die Regierungen dieser Welt den Fokus darauf legen so that lassen, children begin to miss out on this important stage for the development of spiritual strength. damit die Kinder hier diese wichtige Zeitperiode verpassen, ihren Charakter zu entwickeln. And the boys are the object of Satan's special attack. Und die Kinder sind, die Jungs sind ganz besonders unter diesen Angriffen. And he knows that this method will be even more successful with the boys. Und er weiß, dass diese Taktiken noch erfolgreicher sein werden gegen die Jungs. It's very logical. If I would tell you, I would send them 4 or 3 Right, days. right. Exactly. Yeah, it's a logical thing to do. Very true. But of course, all this research was not news to God. Aber natürlich, diese ganze Forschung, das war nichts Neues jetzt für Gott. Listen to this. Hört euch das an. Parents, Eltern, especially mothers, ganz speziell die Mütter, should be the only teachers of such infant minds. sollten die einzigsten Lehrer sein solcher jungen Gehirne. Now, this word infant, Also dieses Wort Infant, das hier steht, in another place in the Spirit of Prophecy, she says that infancy extends to age 7 or 8. dass diese Kindheit Extends, yeah, goes to. also dass es bis zum Alter von 7 bis 8 Jahren geht. So, mothers should be the only teachers of their children until 7 or 8. Also Mütter sollen die einzigen Lehrer des Kindes sein bis zum Alter von 7, 8 Jahren. And notice next, they should not educate from books. Und jetzt steht hier, sie sollen nicht durch Bücher gelehrt That is werden. so clear. Und das ist so klar. The children generally will be inquisitive to learn the things of nature. Die Kinder werden generell mehr lernen von den Dingen der Natur. They will ask questions Sie werden about what they see Fragen and they hear. stellen über das, was sie sehen und was sie hören.
And parents, should they just let the children run and ask questions and just stop there? Und sollen die Eltern aufhören, dabei, dass die Kinder jetzt nur Fragen stellen? No, they should improve the opportunity to instruct and answer the inquiries. Nein, sie sollen ihre Fähigkeit und diese Gelegenheiten nützen, um die Kinder zu lehren und zu unterweisen. When they do this, they can get the advantage of the enemy. Und wenn sie das tun, werden sie einen Vorteil haben über den Feind. I think we want to get the advantage of the enemy, don't Und we? ich denke, dass wir den Vorteil über den Feind haben We wollen. can Nicht, fortify the minds of their children. wir können den Verstand stärken unserer Kinder. They plant the good seed in the heart Sie können den guten Samen in ihren Herzen säen and leave no room for the bad. und keinen Platz lassen für den Schlechten. The mother's loving instruction at a tender age is what is needed in the formation of character. Die liebevolle Anweisung der Mutter in einem zarten Alter ist das, was die Kinder brauchen, um einen Charakter zu entwickeln. We saw yesterday, parents should be the only teachers. Und wir haben gestern gesehen, Eltern sollten die einzigen Lehrer sein. The book should be nature. Das Buch sollte die Natur sein. The schoolroom should be the open air. Der Klassenraum sollte die offene und die frische Luft sein. That was God's original plan. Das war Gottes Original. And this is why it is one of Satan's master tactics. Und deswegen ist es eins der Meisterpläne des Satans, For destroying the minds of children. um den Verstand der Kinder zu zerstören. Any questions? Gibt es Fragen? Now, someone had asked earlier, Also jemand hat vorher gefragt, what can we do was können wir tun, if children have already been through the academic training at an early wenn age? Kinder jetzt schon in einem frühen Alter durch diese akademischen Lehrgänge gegangen Can we sind? somehow repair the damage? Können wir den Schaden, der dadurch entstanden ist, reparieren? Well, yes and no. Also beides, ja und nein. We can repair some of it. Wir können so manches reparieren. The first thing that we need to do Das erste, was wir tun müssten, is bring in everything that was missing earlier on. ist alles wieder reinzubringen, was gefehlt hat. So get out in nature. Also wieder rauszugehen, Spend time in the garden. verbringe Zeit im Garten, Spend time instructing your children in spiritual. verbringe Zeit damit, dein Kind in geistlichen Dingen zu Get unterweisen. lots of physical activity. Bewegt euch viel. These things will help strengthen the mind at any age. Diese Dinge werden helfen, den Verstand zu schärfen in jedem Alter. And they can help repair some of the damage that was done. Und sie können dabei helfen, eben Schaden wieder gut zu machen und zu reparieren. Now there's another thing we can do, Und da gibt es noch eine Sache, die wir tun können. and it works best if you're homeschooling. Und das funktioniert am besten, wenn man die Kinder zu Hause unterrichtet. And that is, if a child is struggling with a particular concept in the textbook, Und das ist, also wenn ein Kind zum Beispiel mit irgendeinem Konzept in einem Lehrbuch seine Probleme hat, to set it aside. es auf der Seite liegen zu Let's lassen. use an example. Let's say it's fractions. Lassen wir uns, also ein Beispiel. Children often, fractions, like, Brüche? I'm not sure what. Mathematics? Yeah, mathematics fractions, like a quarter or a okay. fifth or something like Okay. Ja, im Grunde sind das Brüche, denke ich. that. And so, children really struggle with this often. Kinder haben oft mit Brüchen sehr große Probleme. So if we have a child struggling with it, Also wenn wir jetzt ein Kind damit haben, das damit Probleme hat and you're homeschooling, und du unterrichtest sie zu you can Hause, say, you know what, let's not worry about this for a little while. dann könnt ihr sagen, wisst ihr, also lass dich das jetzt nicht beunruhigen für eine Weile. And then you go to the kitchen. Und dann gehst du in die Küche. Can you learn fractions in the kitchen? Können wir da Brüche lernen? Oh yeah, you have to measure things for recipes. Ja, da kann man sehr gut lernen, weil du musst Dinge abmessen für bestimmte Rezepte. Without even telling the child, Und ohne dass du dem Kind überhaupt etwas sagst, you start teaching them fractions. lehrst du ihnen Brüche. And what that has done in the brain Und was das im Gehirn macht, is it starts a new neural pathway. was hier entsteht, ist ein neuer Neuron Pathway. Also ein neuer Weg von Neuronen, eine neue Verbindung von And so Neuronen. it starts routing the thinking through the correct thinking center this time. Und was jetzt passiert ist, dass da Wege entstehen durch das richtige Zentrum. So you give it some time, maybe a few months, Also gib dem Kind einfach ein bisschen Zeit, vielleicht ein paar Monate. then you go back to the textbook. Dann geh nochmal zurück zum You say all those Lehrbuch things we've been doing in the kitchen, let's see how this works on paper.
Jetzt haben wir das alles in der Küche gelernt, jetzt schauen wir, wie funktioniert das am Papier. And hopefully they won't route the neuron, the neural pathway won't be in the old one, it'll now be in the new one. Und hoffentlich laufen die Gedanken jetzt nicht über diesen alten Neuronengang, sondern über diesen neuen, der gebildet wurde. And you know, the other thing is, we sort of have this idea that if we're not sitting in front of a textbook, we're not learning. Und wir haben irgendwie so diese Idee ganz tief in uns drinnen, dass wenn wir nicht vor dem Lehrbuch sitzen, dass wir dann nichts lernen. But we're learning all the time. Aber in Wirklichkeit lernen wir die ganze Zeit. Especially mathematics. Yes. Ganz besonders in der Mathematik. To learn it without understanding, Um es zu lernen, ohne es zu verstehen. it equals persecution. So, Exactly. children's faces. Es ist für sie wie eine Verfolgung für die Kinder. Also das ist ganz schlimm. It's really a persecution. Es ist eine Qual für sie. It's true. You It's have to true. understand it really practically. Also sie müssen das praktisch It's verstehen. a joy. Und dann werden diese Dinge auch Freude machen. So very often. Let me also address what to do in a country like Austria, Lass mich auch darauf eingehen, was man machen sollte in einem Land wie Österreich zum Beispiel, where you have a lot more government restrictions. wo man viele Einschränkungen hat dank der Regierung, Especially on education. ganz besonders in der Erziehung und Ausbildung. You know, we're blessed in some states in the United States Wir that sind gesegnet in vielen Staaten, in den Vereinigten Staaten. homeschool however we feel like it. Wir können die Kinder zu Hause unterrichten, wie wir das auch immer machen wollen. But in some states in the US, it's very much like it is here in Aber Austria. in manchen Staaten in Amerika ist es ähnlich wie in Österreich. So I'm very familiar with what you're having to deal with here. Also mir ist das sehr bewusst, was hier auch das Problem ist. And there's a few things we can do to work with that. Und es gibt ein paar Dinge, wie wir damit arbeiten können. The first one, of course, is to be very familiar with what the legal requirements are. Das erste Mal ist wirklich festzustellen, was überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen sind. Because some people say, oh, you need to do this and that and the other, and the reality is you don't actually have to. Denn manche Leute sagen, du musst das und dies tun und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. So be familiar, know exactly what's required. Also setzt euch damit auseinander, wisst genau, was von euch verlangt wird, So you don't have to do more than what's required. damit ihr nicht mehr machen müsst, als was verlangt ist. And then realize the power of teaching through everyday life. Und dann bemerkt, wie wichtig es ist oder wie viel Kraft dahinter steckt, wenn ihr Kinder im Alltag unterrichtet. So I know many parents Also ich kenne viele Eltern, who they have the curriculum for their children, sie haben den Lehrplan für die Kinder, but they don't give their children the curriculum. aber sie geben den Kindern nicht den Lehrplan. They use the curriculum Sie verwenden den to Lehrplan, develop their own practical teaching methods. um damit ihre eigenen praktischen Methoden zu entwickeln, um Inhalte zu You vermitteln. know, so they look at the curriculum. What is their child supposed to be learning in math? Also jetzt schauen Sie sich den Lehrplan an und Sie sagen, was sollte jetzt mein Kind in Mathematik zum Beispiel lernen? Well, you teach it in everyday life. Oh, okay, und dann setzen Sie es um im alltäglichen Leben. Maybe it's science. Oder vielleicht Wissenschaft. And you say, oh, I can teach this science lesson in the garden today. Und dann denkt ihr vielleicht, ich kann diese wissenschaftliche Sache heute in dem Garten lehren. Maybe it's history. Vielleicht ist es Geschichte. Don't make your child read it. Dann lass es dein Kind nicht lesen, Read it yourself and then tell them the story. sondern lese es selbst und dann erzähle dem Kind die Geschichte. So develop ways in which you can work with the brain Also entwickelt Wege, wo ihr mit der Gehirnentwicklung des Kindes arbeiten könnt. and then as you near the time, maybe for the test, the yearly test that they need to take, Und wenn ihr dann zu dem Zeitpunkt kommt, wo der Test kommt, den ihr machen müsst, then you can apply the things they've learned in everyday life to paper. dann könnt ihr das, was ihr im Alltag gelernt habt, anwenden am Papier. It may not be the perfect ideal, but it's a lot better than just handing them the curriculum and telling them to do it. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber es ist viel besser, als wenn ihr ihnen den Lehrplan gebt und sagt, das müsst ihr lernen. Another thing, take a look at the subjects. Ein anderer Punkt, seht euch die Fächer an, For example, maybe in science, zum Beispiel in Wissenschaft. they are required to learn evolution. Dann müssen sie zum Beispiel die Evolutionstheorie You lernen. say, I don't want my child learning evolution. Und dann denkt man sich vielleicht, ich möchte aber nicht, dass mein Kind diese Evolutionstheorie lernt. So what are your options? Dann was sind eure Optionen?
Well, you can just not study it, Also ihr könnt es einfach auch nicht studieren and they may not do well on the test. und dann sind sie nicht gut beim Test. But you could also, Aber ihr könnt auch, I think about when I was a young person. also ich denke darüber nach, als ich so jung war, If I had received a worldly science test that had evolution on it, wenn ich einen Test bekommen habe, der mit Evolution zu tun hatte, I could have done perfectly on that test. dann hätte ich perfekt diesen Test machen können. How? Wie? I had studied how to prove evolution wrong. Ich habe nämlich herausgefunden, wie ich beweisen kann, dass Evolution falsch ist. So I knew all about evolution, but I knew what was wrong with it and how to show that it was wrong. Ich wusste alles über Evolution, aber ich wusste, was falsch darüber ist und deswegen konnte ich es So gut. that's just an example of being Yeah. creative. Deswegen, da muss man auch kreativ sein. Don't just accept, oh, I have to do this, okay, and there's nothing I can do. Also nicht nur das zu akzeptieren und zu sagen, okay, da gibt es nichts, was ich tun kann, sondern einfach kreative Wege finden. Think of ways to do it better. Denkt an Wege, wie man es besser machen kann und folgt Gottes Plan. The last thing Die letzte Sache is to have faith. ist Glauben zu haben. Be willing Sei willig, to make a decision eine Entscheidung zu treffen, that you feel is best for your child die die beste ist für dein Kind and leave the consequences with God. und lass die Konsequenzen Gott über. Think of a story I heard recently about a mother in China. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen über eine Mutter in China. Her daughter was required to go to school on Sabbath. Ihre Tochter, also es wurde von ihrer Tochter verlangt, dass sie am Sabbat in die Schule geht. The mother did not send her child to school on Sabbath. Aber die Mutter hat ihr Kind am Sabbat nicht in die Schule geschickt. On Monday, Am Montag officials came. kamen die Teachers. The officials, the government officials. Ah, okay, also die Behörde kam, danke, They took her child away. haben ihr das Kind weggenommen You can't have your child anymore. You didn't send her to school on Sabbath. und haben gesagt, du kannst dein Kind nicht mehr behalten, weil du hast am Sabbat nicht in die Schule geschickt. Pretty soon the community found out. Sehr früh hat das die Gesellschaft herausgefunden They organized a protest. und sie haben einen Protest organisiert The government changed the law und die Regierung hat das Gesetz sogar geändert and allowed all Seventh-day Adventists to keep their children home on und haben Sabbath. alle 7-Tags-Adventisten erlaubt, ihre Kinder am Samstag If that mother had not stayed strong, that would have never happened. Wenn diese Mutter nicht stark gewesen wäre, wäre das nie passiert. We don't know the consequences. Wir kennen die Konsequenzen nicht. We can leave them with God. Wir können sie Gott überlassen. We can obey, we can do what God wants us to Wir do. können gehorsam sein, wir können das tun, was Gott von uns verlangt. We can be as intelligent as we can in working with the requirements that are placed Wir on können us. so intelligent sein, mit den Voraussetzungen, die uns gegeben sind, zu arbeiten. We seek to obey in every way possible. Und wir versuchen, gehorsam zu sein in jedem Weg, wo es nur möglich ist. But if there comes a point Aber wenn es an einen Punkt kommt, where the laws of God conflict with the laws of man, wo die Gesetze Gottes mit den Gesetzen der Menschen in Konflikt geraten, we must obey God rather than man. dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Any other questions? Gibt es noch Fragen? Wie sieht es mit Alter von Erlernen von Musikinstrumenten aus? Was das beste Alter ist, oder? Genau. What's the best age to learn music instruments? Oh, that's a good question. Sehr gute Frage. Basically, it's the same as academics. Also es ist circa das gleiche wie mit den akademischen In Lernen. fact, maybe even a little bit later. Vielleicht sogar ein bisschen später. Being a musician myself, having studied music, Also ich bin selbst ein Musiker und habe Musik studiert. I've looked into how it works with the fine motor skills and with the brain, Habe ich mir angeschaut, wie das funktioniert mit der Feinmotorik und mit dem Gehirn. and we know that especially piano playing, Und man weiß, dass besonders das Pianospielen, it has been called the pinnacle of human nervous system performance. It places a demand on the fine motor skills and the brain that no other activity does. also das ist quasi so die Spitze der Gehirntätigkeit. Also keine andere Aktivität belastet das Gehirn so stark wie Pianospielen. So- Nämlich die Feinmotorik und das Denken. But music is very good for children. Aber Musik ist sehr gut für die Kinder. So listening to music, Also zum Beispiel Musik anzuhören, having a piano in the home that they can play around on, ein Piano zu Hause zu haben, wo sie einfach so spielen they können, can figure out songs on, dann können sie auch ein paar Lieder, that is good. they song. Yeah, they can, figure it out for themselves. Ja, die können das selbst quasi herausfinden. That is very good. Das ist sehr gut. In But every age. in any age, yeah. Also in jedem Alter. But formal music lessons,
Aber so diese musikalischen Unterricht, they're actually studying music. wo sie wirklich Musik studieren, That should wait until around age 10. das sollte bis zum Alter von 10 Jahren. And again, it's the same story. Those who start later, Und es ist wieder die gleiche Geschichte, die später anfangen. they have the maturity to appreciate it. Sie haben die Reife, das zu schätzen. You won't have to force them to practice all the time. Ihr müsst sie nicht zwingen, jede Zeit zu üben. Because they have the maturity, they'll learn it much more quickly and they'll enjoy it. Weil sie die Reife haben, werden sie schneller lernen und werden es auch viel mehr genießen. I started at age 12 with my piano Ich habe lessons. mit 12 begonnen mit den Pianostunden. And in about 2 months, Und in 2 Monaten I was at the same level as my best friend who started at age 5. war ich am gleichen Stand wie mein Freund, der mit 5 begonnen hat. And again, the brain was ready, so it happened. Also das Gehirn war bereit und deswegen ging es. Good question. Sehr gute Frage. Anyone else? It's like this shepherd. Das ist wie dieser Hirte. I don't have really a question, but I want to know that third boy, he was convincing his daddy that he has to go to school. I didn't convince my daddy that he had to go to school. No, when I had 4 years, I had to be to school. And I was there, and at the beginning, of course, it was a new experience. I was looking forward. But after my experience on school, you had to sit down and you had to be quiet. And sometimes your desire to go to school, it was gone. And that's the difference too, because that boy had 12 years, 13 years, and he was convincing his daddy. He was fully motivated to go to school and to learn to read. That's a big difference in my opinion. Definitely. And I have also a question, how can we raise the kids to polyglots? Do we have some ideas about it? Through what? Polyglots, that they speak multiple languages. Oh, for learning other languages? Yes. Yeah, okay. Jetzt ganz kurz, er hat nochmal über diesen Hirtenjungen nachgedacht und der Hirtenjunge, der hat den Vater überzeugt, dass er zur Schule gehen möchte. Das ist anders als es bei ihm oder auch bei uns. Wir mussten zur Schule gehen und so hatte dieser Hirtenjunge, er hatte die Motivation zur Schule und konnte so auch viel besser lernen. Das war der eine Punkt. Und jetzt hat er auch die Frage gestellt, wie ist es mit der Sprache? When's the best age to learn languages? Or? Yes, and how we can raise our kids to polyglots. What's that? Mehrsprache. Okay. Also wie können wir unsere Kinder mehrsprachig erziehen, ist so die Frage. Also das sind dann Menschen, die zum Beispiel 5 Sprachen sprechen. So, let's think about how language is learned. Also denken wir darüber nach, wie Sprache gelernt wird. How do babies learn to talk? Wie lernen Babys sprechen? Do we sit them down with a textbook? Setzen wir es zum Lehrbuch? No, one day we said, hey, they just said mama or something. We said, oh, they just learned it. Nein, eines Tages sagen sie einfach Mama und wir sind erstaunt. Right. There was a teacher who once said something, it was a bit funny. Da war mal ein Lehrer, der hat mal was Lustiges gesagt. It says, if we taught babies to talk, just like we teach most things in school, Also wenn wir die Babys so sprechen lernen, wie wir die meisten Dinge in der Schule lernen, they would memorize a list of sounds in a predetermined order and practice them alone in a closet. dann würden sie eine Liste von Geräuschen, predetermined order, in einer bestimmten Reihenfolge haben und im Schrank lernen. Oder im Verborgenen, im Kämmerlein lernen. That's not how we teach babies to Also talk. so lernen wir Babys nicht zu sprechen. And so the same thing applies with learning any language. Und das Gleiche ist eben mit jeder The Sprache. best time to learn it is actually very, very young. Und das Beste ist natürlich, sehr, sehr jung damit zu beginnen. Not through studying it out of a textbook, but through hearing it. Nicht um es zu studieren von einem Lehrbuch, sondern einfach durchs Hören. So if you speak many languages in your home, Also wenn ihr mehrere Sprachen sprecht in eurem Zuhause, get the child dann used to that. spricht es. Gewöhnt euer Kind daran. Yes, take them somewhere where they do speak the other languages.
languages, Ja, absolutely. bringt sie dort wohin, wo andere Sprachen gesprochen werden. And people get worried, oh, if there's several languages, the child will be confused. That's never a problem. Und manche Menschen machen sich Sorgen und denken sich, wenn jetzt die Kinder zu viele Sprachen lernen, dann werden sie irgendwann mal verwirrt sein. Aber das war und ist nie ein Problem. So if they can hear it and experience it, start them young. Also wenn sie es hören können und erfahren können, dann lassen sie diese Erfahrung machen. Obviously, if you're going to study it off a textbook, then wait till they're 10 or 12. Natürlich, wenn es jetzt nur darum geht, vom Lehrbuch zu lernen, dann wartet bis zum Alter von 10, 12 Jahren. Well, we've been sitting for quite a while. Also wir sind jetzt eine ganze Weile gesessen. Let's get some exercise. Lasst uns ein bisschen Bewegung machen. What's a good schedule for today? Was ist heute Question we need to ask. ein gutes Ich weiß ja nicht, wie viele Programm von euch wollen noch auch